Immer mehr Dienstleister und Berater nutzen Google Shopping, um ihre Expertise zu verkaufen. Brauchst du das jetzt auch? Ich erkläre dir gleich, was es mit diesem neuen Trend auf sich hat und wie du als Dienstleister, Berater und Coach deine Umsätze steigern kannst. Hallo, mein Name ist Sonja, ich bin seit 2001 im Online-Marketing zu Hause und ich habe seitdem für meine Kunden, für ehemalige Arbeitgeber und für mich einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro über das Online-Marketing erzielt. Hier in dem Video erkläre ich dir, was es mit diesem Trend wirklich auf sich hat. Aber vorher habe ich eine kleine Bitte. Wenn dir das Video hier weiterhilft und du in Zukunft mehr Tipps dazu sehen willst, wie du als Dienstleister, Berater oder Coach deine Expertise mit Google Ads besser verkaufen kannst, dann abonniere meinen Kanal und hinterlass mir ein Gefällt mir, denn so weiß ich, dass dir die Inhalte weiterhelfen und es wird in Zukunft mehr zu diesem Thema geben. Natürlich, wann immer du Fragen hast, poste deine Fragen gerne in den Kommentaren. Vielleicht komme ich nicht immer dazu, direkt zu antworten, aber ich antworte auf jeden Fall. So, was hat es damit auf sich? Es gibt in Google Ads diese Empfehlungen und ab und an wirst du vielleicht auch schon eine Empfehlung gesehen haben, dass du dein Google Merchant Center, das heißt das, wo man seine ganzen Produkte und Angebote halt eben hinterlegt, dass du dein Merchant Center mit deinem Google Ads Account verknüpfen sollst. Heißt, die Vermutung liegt natürlich total nahe, dass Google mir sagen will, hey, ich sehe, was du da bewirbst und mach doch mal Google Shopping, pfleg da einfach deine Angebote ein und dann geht's ab durch die Decke. Ganz so einfach ist das leider nicht. Hier und da sieht man den einen oder anderen, der das schafft und der das macht. Aber man sollte dabei so ein bisschen beachten, wozu ist Google Shopping überhaupt gemacht? Ist es gemacht, um deine Expertise zu verkaufen? Eigentlich tatsächlich nicht. Als Faustregel kannst du dir merken, alles, wo du eine Versandmarke draufkleben kannst und was mit irgendeinem Versanddienstleister zum Kunden geschickt werden kann, das kannst du mit Google Shopping werben und dafür ist Google Shopping gemacht. Technisch besteht die Möglichkeit, dass du dir einen Feed erstellst mit deinen Online-Kursen, mit Dienstleistungen und so weiter, dass du da alles Mögliche reinpackst und den versuchst über Google Shopping und so weiter zu nutzen und zu bewerben. Aber dafür ist Google Shopping nicht gemacht und Google Shopping unterstützt diese Inhalte in der Regel nicht. Ich verlinke dir unter einem Video einen weiterführenden Artikel dazu, falls du dir unsicher bist, ob das auch wirklich auf dich zutrifft. Falls du diese Empfehlung bei dir siehst und denkst so, naja, aber warum empfiehlt mir das Google dann? Natürlich, da steckt ein Automatismus hinter und es kann immer mal sein, dass dir die ein oder andere Sache empfohlen wird, die für dich vielleicht nicht so perfekt passt. Denk zum Beispiel mal an diese Empfehlung mit der Display-Netzwerk-Erweiterung in Suchanzeigen. Wenn du also zukünftig diese Empfehlung siehst, du kannst sie getrost wegklicken. Wenn du irgendwen siehst, der irgendwie versucht, seinen Online-Kurs, eine Dienstleistung oder sowas über Google Shopping zu verkaufen, lehn dich entspannt zurück, in dem Wissen, dass du dir diesen Aufwand nicht machen musst, weil eine Maßnahme, die zur Bewerbung einer bestimmten Sache überhaupt nicht gemacht ist, die performt auch in der Regel nicht besonders gut. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Google Shopping funktioniert am besten für Produkte, wo auch wirklich ein Suchvolumen für da ist und wo die Leute aktiv nach einem Produkt suchen. Bei Dienstleistungen, Beratungen, Coachings, bei allen Dingen, wo halt jemand seine Expertise verkauft, das ist meistens mit einem längeren, komplexeren Entscheidungsprozess der Zielgruppe verbunden und insofern ist Google Shopping wirklich nicht der beste Weg, um das zu promoten. In den meisten Situationen gibt es eine Kombination aus verschiedenen Kampagnentypen und verschiedenen Strategiemöglichkeiten, die dir dabei helfen, genau diese Leute einerseits zuerst auf dich aufmerksam zu machen, dann eben die Kaufbereitschaft zu steigern und dann sie letztendlich zu konvertieren. Wenn du genau wissen möchtest, was das ist, dann schlage ich dir vor, schau in meinen Online-Kurs AdFinesse rein, denn da lernst du genau das. Das ist der einzige Online-Kurs, den du dieses Jahr brauchen wirst, um zum Experten für die Bewerbung von Dienstleistungen, Beratungen und Coachings mit Google Ads zu werden. Wenn du dazu Fragen hast, schreib die in den Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video hier weitergeholfen hat. Klick in dem Fall auf Gefällt mir und wir sehen uns im nächsten Video wieder.